Nachdem wir in der letzten Episode die Schluchten rund um den Savitri Point und die wundervollen Traumstrände im Süden Maharashtras und in Goa erkundet haben, nehmen wir euch in dieser Episode mit auf eine sehr lange Fahrt. Wir starten in Goa an der Westküste, nehmen euch dann mit bis fast ganz in den Süden Indiens nach Varkala im Bundesstaat Kerala, wo wir ein wundervolles Weihnachtsfest verbracht haben, und dann bis ganz in den Nordosten des Landes an die Grenze zu Myanmar mit einem kleinen Zwischenstopp im Bundesstaat Meghalaya, in dem wir uns die Living Root Bridges und den Nokkalikai Wasserfall angeschaut haben. Viel Spaß beim Zuschauen! So, wir sind hier bei den netten Menschen vom Short Giraffe Hostel. Wir sind in Varkala, das ist ganz im Süden von Indien. Und wir sind gestern Abend angekommen und dürfen hier jetzt in dem Vorgarten unsere Zelte aufschlagen. Ja, ich bin ganz besonders froh, dass wir hier stehen können, denn wir sind gestern im Dunkeln angekommen. Wir sind vorgestern in Goa gestartet und hatten dann 2 Tage voller Autofahren, sind jeweils 12 Stunden gefahren, und dann war es schon cool, dass wir nicht weitersuchen mussten, sondern hier direkt mit offenen Armen empfangen wurden. Wir stehen hier in einem Hostel, weil Freedom Camping ist in Varkala nicht ganz so einfach. Es ist relativ touristisch, es gibt nicht so viele Orte, wo man in Ruhe stehen kann. Außerdem fanden wir es ganz nett, Weihnachten steht an. Und eben Weihnachten mit ein paar Leuten zu verbringen, und das Hostel ist pickepacke voll, super nette, coole Leute. Wir saßen gestern direkt ums Lagerfeuer zusammen, und ja, so machen wir uns jetzt ein paar nette Tage. Hallo, frohe Weihnachten! Wen seht ihr? Seht ihr alle? Ja. Alle. So wie du. Sehr
the shadow, in the shadow, in the shadow, we're far from the shadows now. Wir hatten ein paar super nette Tage im Short Giraffe Hostel. Auch obwohl wir von unseren Eltern und Familie und Freunde weg waren, haben wir ein richtig cooles Weihnachten gehabt mit sehr, sehr netten Leuten und haben uns sehr wohl gefühlt. Und wären auch gerne länger geblieben. Ja, wären sehr gerne noch ein bisschen länger geblieben. Aber wir müssen ja jetzt weiter. Ja, wir haben nämlich unsere letzte Deadline erstmal auf dem Trip jetzt vor uns, und zwar die Einreise nach Myanmar. Da ist wieder ein Guide notwendig, so wie in China das schon war. Und entsprechend haben wir ein spezifisches Datum, wann wir einreisen müssen. Das ist für uns der 8. Januar. Und das bedeutet, wir haben jetzt noch genau 13 Tage, um an die Grenze von Myanmar zu kommen. Müssen dafür aber noch knapp 4000 Kilometer fahren auf indischen Straßen. Das dauert also ein Zeitchen. Google Maps sagt, es sind ungefähr 85 Stunden, die wir jetzt fahren müssen. Also ja, grob 8 Tage, wo wir jeweils 10, 11 Stunden am Stück fahren müssen. Und ja, jetzt durchqueren wir das Land. Juhu.
Guten Morgen und frohes neues Jahr! Denn bei uns ist heute tatsächlich der 1.1.2020. Wir haben es relativ unfeierlich hier auf unserem Schlafplatz auf einer Tankstelle verbracht. Das liegt einfach daran, dass wir ja so super viel Strecke machen müssen und deswegen fällt Silvester oder viel Silvester für uns dieses Jahr ein bisschen ruhiger aus, aber das sind die kleinen Abstriche, die man machen muss. Dafür konnten wir ja Weihnachten am Strand verbringen. Wir sind gerade im Grenzgebiet zwischen Bhutan, Indien und Bangladesch, haben also das meiste der Strecke schon geschafft und jetzt begeben wir uns auf den Endspurt, schauen uns morgen, da fahren wir nämlich heute hin, Root Bridges an. Brücken, die aus Wurzeln von, ich glaube, Gummibäumen gebaut, konstruiert wurden über hunderte von Jahren. Und da fahren wir jetzt hin und schauen uns das an. Längste Root Bridge der Welt.
Wir sind hier in Meghalaya, dem Bundesstaat, in dem es die Living Root Bridges gibt. Und die haben wir uns gestern auch angeschaut. Es war sehr, sehr cool. Die sind teilweise 30 Meter lang. Es gibt eine, die ist sogar doppelstöckig aufgebaut. Das gibt es, glaube ich, nicht an so ganz so vielen Orten auf dieser Welt. Also das war schon sehr cool, das mal anzuschauen. Ganz tief im Dschungel drin. Was wir nicht wussten ist, um da hinzukommen, muss man erst, ich glaube, knapp 3000 Treppenstufen runtergehen und am Ende auch wieder hoch. Das war relativ anstrengend, aber wie gesagt, trotzdem cool. Danach sind wir dann hierher gefahren zum Nokkalikai Wasserfall. Der ist quasi soeben ums Eck, 20 Minuten. Und das ist der höchste Wasserfall in ganz Indien. 340 Meter hat er. Und hier haben wir jetzt dann auch übernachtet. Hier ist so ein Parkplatz. Hier war gestern relativ viel los zum Sonnenuntergang. Aber dann sind nach und nach so die Leute weg. Und jetzt hatten wir eine schöne, ruhige, entspannte Nacht. Ärgerlicherweise regnet es jetzt. Wie wir inzwischen rausgefunden haben, ist die Region dafür bekannt, eine der regenreichsten Regionen überhaupt zu sein. Und jetzt müssen wir da leider durch. Aber ansonsten gefällt uns das hier richtig, richtig gut. Also alles, was wir bisher in diesem Bundesstaat gesehen haben, ist super viel Dschungel, super viel unberührte Natur, sehr wenig Zivilisation, sehr wenig Touristen. Das gefällt uns also sehr, sehr gut. Und jetzt machen wir uns auf in Richtung wirklich die letzten, ich glaube 650 Kilometer bis zur Grenze Myanmars. Ist zwar nicht ganz so weit, soll aber trotzdem gute 20 Stunden Fahrzeit brauchen. Und das gehen wir jetzt mal an und hoffen, dass die Sonne noch mal rauskommt, sodass wir die Drohne in die Luft schicken können. Schauen wir mal. Stecken fest. Seit gut 10 Minuten versuchen wir hier das Auto rauszubekommen. Wahrscheinlich eher 15 bis 20 Minuten. Es hat sich eine gute Traube Menschen angesammelt. Wir haben auch schon versucht, den rauszuziehen. Hinten mit einem anderen Auto. Tut sich nichts. Mal sehen. Guten Morgen. Wir haben es letztlich natürlich noch geschafft, wieder rauszukommen. Wir wurden rausgezogen dann von einem etwas größeren Truck. Aber was eine Geschichte. Wir sind durch die Stadt Dimapur gefahren. Es war tatsächlich schon dunkel, denn wir sind nicht ganz so weit oder so schnell vorangekommen, wie wir wollten. Die Straßen hier jetzt ganz im Nordosten sind nämlich tatsächlich gar nicht mehr so gut. Also Asphalt sehen wir da nur noch selten. Und so eben auch in der sehr, sehr großen Stadt Dimapur. Und als wir in der Kolonne, es war relativ viel Verkehr, eben durch diese Stadt gefahren sind, kam auf einmal
eine sehr lehmige Stelle, wo es einfach sehr tief reinging und es gab große Spuren. Und dann haben wir tatsächlich aufgesetzt, weil ich in der Dunkelheit nicht so richtig gut erkennen konnte, wo die gute Fahrbahn ist zum Fahren. Und unser Auto ist ja einfach sehr tief. Und dann steckten wir fest und kamen überhaupt nicht mehr raus. Unsere Böcke haben nicht geholfen. Wie gesagt, ein erster Jeep, der sofort netterweise angehalten hat nicht geschafft, uns rauszuziehen. 3 Leute haben währenddessen auch vorne am Auto geschoben. Das hat nichts gebracht. Dann haben die Jungs netterweise direkt einen größeren Truck gerufen und der hat es dann geschafft. Wahnsinn. Ja, zum Glück, es scheint nichts Größeres kaputt gegangen zu sein. Das muss ich mir nochmal anschauen, wenn wir das Auto irgendwie ein bisschen hoch bocken können. Und netterweise waren auch alle Leute echt sehr cool und haben geholfen. Aber ja, das brauchen wir so schnell nicht nochmal. Jetzt haben wir wieder eine Nacht, wie so häufig in den letzten Tagen, auf einer Tankstelle verbracht. Und sind nur noch einen Fahrtag von der Grenze Myanmars entfernt. Den gehen wir jetzt an. Los geht's. Hier. Für die letzten 3 Kilometer haben wir gefühlt 2 Stunden gebraucht. Wir fahren hier gerade über so kleine Gebirgspässe auf der Straße zur Grenze. Es gibt auch keine Alternative, man muss diese Straße nehmen. Und es hat offensichtlich geregnet und deswegen ist die Sand-Lehm-Straße ein einziges Matschfeld und es fahren sich ständig halt Leute fest und ja, deswegen dauert das. Oder kommen Berge nicht hoch. Bei uns war es auch schon mehrfach knapp, aber gefühlt hat hier kein Auto hat hier heute nicht. Four-Wheel Drive. Ja, mal gucken. Es wird langsam dunkel. Wir haben noch 11 Kilometer zu unserem Schlafplatz. Dann sind es, glaube ich, nochmal 20 Kilometer bis zur Grenze. Keine Ahnung, wie es dann so weitergeht. Aber wir haben noch 2 Tage, von daher sind wir offensichtlich auf der sicheren Seite. Ja, optimistisch war das Wort, was ich gesucht habe. Dass wir es schaffen. Sind wir offensichtlich. Sind wir offensichtlich. Natürlich haben wir es dann doch noch zu unserem Schlafplatz geschafft. Hier hatten wir dann 2 Tage Zeit, um uns von den doch sehr fahrintensiven 2 Wochen in Indien zu erholen. Ja, und damit ist unsere Zeit in Indien jetzt auch vorbei. Ein Fazit zu Indien und eine Zusammenfassung zum Autofahren in Indien könnt ihr jetzt übrigens auf unserem Blog finden, den wir unten verlinken. Wir freuen uns aber erstmal auf Myanmar. Bis zum nächsten Video.